Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen und wir schauen uns heute zusammen die Novridge SSP5 an in der 4,3 Zoll Variante. Bedeutet, das Modell selbst gibt es ja schon ein bisschen länger, 6 Zoll Variante, 5.1er, jetzt eben auch in der sehr kompakten 4.3 Zoll Variante. So, und natürlich, es ist wieder nur eine Highcover, beziehungsweise basierend tut das Ganze auf einer KJW KP06 müsste das sein, also KJW Highcover, aber das Verschlusssystem hier oben seitens dem Novridge-Team komplett überarbeitet, neu entwickelt, neu designt und haben sie wirklich geil umgesetzt. Ihr seht es jetzt schon im aufgezogenen Zustand, wir haben hier einen zweigeteilten Verschluss oder Schlitten, dementsprechend nur der hintere Bereich löst sich, fährt zurück. Und dementsprechend ist das System auch gerade vom Schussverhalten extrem schnell, muss man sagen. Rückstoß zwar nicht, sprechen wir alle später durch. Dann noch TDC Hop-Up-System, integrierte Abdeckung für Montage von Leuchtpunktvisieren. Also ihr seht, hier hat man sich doch ein kleines bisschen was überlegt, muss man sagen. Weicht also im Vergleich zu einer Standard-Highcover doch sehr, sehr stark ab. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Lasst uns loslegen, wie üblich, mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, Lieferumfang. Ihr seht, das Ganze kommt zunächst bei einer recht unscheinbaren schwarzen Box geliefert, aber da hat sich jemand beim Verpackungsdesign wirklich Mühe gegeben, denn es wirkt unheimlich hochwertig, muss man sagen. Bedeutet ganz normale schwarze Box, aber die vordere Lasche wird mit Magneten fixiert. Bedeutet, könnt ihr hier vorne einmal aufklipsen, dann einmal öffnen, dann habt ihr hier oben drin noch die unterschiedlichen Farben, die erhältlich sind im oberen Bereich. Papierkram habt ihr dann letztendlich auch wieder nur so einen kleinen Flyer dabei, also eine wirkliche Anleitung ist hier nicht enthalten. Wenn ihr irgendwelche Infos braucht, wie stellt das Hop-Up ein, wie befüllt das Magazin oder pipapo, leider wieder nur online erhältlich. Kennen wir ja bei Novridge leider keine Anleitung dabei. So, aber wenn wir dann die Box eben öffnen und mal reinschauen, dann liegt das Ding einfach hervorragend und sehr hochwertig drin, muss man sagen. Bedeutet, wenn ihr euch das Ding kauft, gut für 290 €, macht also Spaß beim Auspacken. Seht ihr, es ist zunächst mal natürlich eure Backup enthalten, beziehungsweise hier eben die 4,3 Zoll Variante von der SSP5. Ganz normales KJW Highcover Magazin liegt bei. Und hier oben habt ihr noch zwei Tütchen. Da ist zunächst mal ein kleiner Inbusschlüssel dabei und fürs Feld so ein kleiner Notfallventilschlüssel. Bedeutet sehr kompakt, sehr klein. Wenn auf dem Feld mal irgendwas ist, würde ich sagen, ist das in Ordnung. Zu Hause würde ich lieber einen anständigen Ventilschlüssel hernehmen, wie so ein bisschen Stanzblech. Aber wie gesagt, ist für Notfall einer dabei, finde ich schön und dementsprechend auch der Lieferumfang wirkt einfach hochwertig, nur Anleitung. Wie gesagt, wäre vielleicht ein bisschen mehr möglich gewesen. Bei den technischen Daten gibt es nicht so viel durchzusprechen. Ihr seht aber drüben im Datenblatt eine Stelle rot markiert, denn der angegebene Innenlauf oder Innendurchmesser des Laufes mit 6,01 mm ist leider nicht korrekt. Also da hat entweder KJW Murks gemacht oder das Novridge-Team hat es nicht rausgemessen. Auf jeden Fall bei meinem Modell ist ein Inner verbaut mit 606 bis 6,07 mm. Also nicht der angegebene 601er. Werde ich euch auch später im ausgebauten Zustand nochmal zeigen. Ich habe ihn eben ausgemessen, nachgeprüft, auch mit dem anderen Lauf eben verglichen. Das ist auf keinen Fall ein 601er Lauf. Also das ist im Shop vermutlich nicht korrekt. So, der nächste Punkt seht ihr drüben auch, Gewinde müsst ihr wieder aufpassen. Es gibt bei Backups zwei unterschiedliche Gewinde. Der eine Hersteller verwendet 11 mm, der andere Hersteller verwendet 12 mm. Hier bei der SSP5 habt ihr vorne ein 12×1 CCW-Gewinde, also ein Counterclockwise bzw. Linksgewinde. Wenn ihr also zum Beispiel einen Adapter benötigt auf einen 14 mm, könnt ihr zum Beispiel auch diese Army-Adapter nehmen mit 12 auf 14 CCW. Dann könnt ihr alle Schalldämpfer problemlos montieren. Der nächste Punkt, das schauen wir uns aber später dann im Detail noch an, in der Nahaufnahme, Abdeckung für Leuchtpunktvisiere. Finde ich geil integriert, könnt ihr abnehmen, könnt ihr einen Leuchtpunkt montieren, aber es ist kein Standard-Footprint oder es wird auch nirgendwo irgendwas geschrieben, was für ein Footprint es ist. Für RMR ist die Aussparung ein kleines bisschen zu groß und auch diese Adapterplatte oder diese Montageplatte habe ich leider nicht da. Bedeutet, ich weiß nicht, welcher Bohrungsabstand oder was für ein Footprint das letztendlich ist.
Also Standard RMR ist es, glaube ich, nicht. Schauen wir uns, wie gesagt, später im Detail an. So, und dann habe ich natürlich bei dem Modell für euch auch wieder den Chronotest gemacht und auch den Effizienztest. Denn hier vielleicht schon mal ein Punkt vorweg. Ihr habt es vorhin gesehen, es ist letztendlich ein zweigeteilter Verschluss. Bedeutet, die Masse, die hier zurückbefördert wird, ist extrem gering. Dennoch werdet ihr gleich sehen, dass erstens mal die Energie natürlich ist ein kleines bisschen geringer wie bei 5.1er Modellen, da auch die Lauflänge ein kleines bisschen kürzer ist. Natürlich bekommt man weniger Leistung raus, aber auch die Gaseffizienz ist gerade für dieses Split-Design, naja, sage ich mal. Wie gesagt, schauen wir uns einmal im Chronotest an. Zweite Ladung. Die dritte Ladung. Oh, Hammer klemmt. Und leer. Die zweite Füllung. Die dritte Füllung. Der Hammer hängt. Und leer. Die zweite Ladung. Die dritte Ladung. Und Hammer hängt. Und leer.
Die zweite Ladung. Somit schließen wir den Chrono- und den Effizienztest ab und lasst uns auch heute natürlich wieder im Detail ein bisschen über die Gaseffizienz und Energieabgabe und Hop-up sprechen. Fangen wir erstmal bei der Energieabgabe an. Natürlich, wir haben hier eine Lauflänge von 97 mm, dementsprechend von der Energie ein bisschen geringer wie etwas längere Modelle. Bedeutet, wenn ihr eine 5.1er zum Beispiel habt mit einem 110er Lauf oder 115 mm, bekommt ihr so oder so immer ein kleines bisschen mehr Energie raus, wie bei kurzen Läufen. Bedeutet, je kürzer der Lauf bei einer GBB ist, desto weniger Energie bekommt man raus. Und hier würde ich die 4.3 Zoll Variante der SSP5 mit einer Glock 45 vergleichen. Bedeutet so um die 0,8 Joule, wenn das Magazin oder wenn wir dann kurz vorm Ende sind, 28 Schuss, droppt sie auf 0,65 Joule. Das ist also für die Lauflänge, würde ich sagen, in Ordnung. Auch vom Drop selbst her, würde ich auch sagen, können wir es genauso einreihen wie bei anderen Backups eben auch. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Bedeutet natürlich, wenn ihr schnell triggert oder sowas, dann fällt das Ding halt auf 0,6 Joule ab. Ist aber in Ordnung. Wenn ihr eben sagt, ja, ich möchte eine Backup, die 1 Joule hat, dann müsst ihr halt eine nehmen mit einem etwas längeren Lauf. Wie gesagt, Energieabgabe ein bisschen der Lauflänge geschuldet. Und wie vorhin bei den technischen Daten auch schon angesprochen, eben kein 601er Lauf drin, sondern eben 606, 6,07 mm, zeige ich euch später. So, und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich heute vermutlich öfters noch hinkommen werde, und zwar Thema Gaseffizienz. Wer sich die letzten Videos ein bisschen angeschaut hat von diesen Backups, muss man ganz klar sagen, dass die Hersteller, was die Effizienz angeht, eigentlich die letzten Jahre immer besser geworden sind. Bedeutet bei diesen High-Cuppers zum Beispiel, was hatten wir als letztes, die Pit Viper und die Sand Viper, die lagen irgendwo bei 100 Schuss oder sowas mit einer Gasfüllung. So, und jetzt haben wir hier auch natürlich eine ganz normale High-Cupper, stinknormales KJW High-Cupper-Magazin, also großer Gastank drin und parallel dazu jetzt aber nicht im Vergleich zu einer Standard-High-Cupper diesen schweren Verschluss obendrauf, der mitgenommen wird, damit eben der Rückstoß auch schön stark ist, ein schöner Kick drin ist, haben wir hier nicht. Bedeutet, wir haben hier ein sehr smooth laufendes und extrem leichtes System. Es bewegt sich also wirklich nur der hintere Bereich, da der Verschluss oder der Schlitten eben zweigeteilt ist. Und auch wenn ihr später mal die technische Umsetzung euch anschaut, das ist alles hier oben außenrum Aluminium, CNC gefertigt und das Nozzle Housing innen drin ist sogar nur aus ABS Plastik. Also ihr habt hier hinten so gut wie kein Gewicht drauf. Das ist butterweich. Dadurch zunächst mal der eine Punkt, ihr habt bei diesem Modell keinen Rückstoß. Sie ist also entsprechend kontrollierbarer, muss man sagen, was das Schießen angeht. Wenn aber jetzt ein Einsteiger sagt, er möchte einfach einen Rückstoß haben bei einer GBB, wie bei einer Scharfwaffe, so stark nicht, aber wer einfach einen Kick braucht, einen Rückstoß braucht, der ist bei diesem Modell ja eigentlich nicht zu Hause. Bedeutet, er braucht dann irgendeine GBB mit einem schweren Verschluss oben drauf oder halt eine Standard High Cupper. Hier ist dieses Modell also nicht dafür geeignet. So, und jetzt eben der Punkt. Im Regelfall, ihr wisst ja, wer sich ein bisschen auskennt, je leichter der Verschluss ist vom Gewicht her, desto besser normalerweise die Gaseffizienz. Kennt ihr auch zum Beispiel von Marui High Cuppers mit einem Kunststoffverschluss. Da bekommt ihr auch 100, 120 Schuss rausgedrückt mit einer Gasfüllung. So, und hier muss ich sagen, da ist dieses Modell, obwohl es so ein zweigeteilter Schlitten ist, sehr schlecht. Was heißt sehr schlecht, darf man nicht sagen. Ich meine, ihr bekommt 60, 63 Schuss, bekommt ihr mit einer Füllung raus. Aber ich vergleiche das jetzt einfach. Wie gesagt, andere High Cuppers, die eben einen vollen Schlitten drauf haben, die kicken wie Sau 100 Schuss und das Modell gerade mal 63 Schuss. Obwohl es eigentlich rein von der Theorie sogar deutlich besser sein müsste wie eine Standard High Cupper. Ist sie aber leider nicht. Auch den Punkt werden wir uns später nochmal im Detail anschauen. Denn ich bin der Meinung, dass erstens mal das Inner Valve oder die Feder des Inner Valves nicht auf die Lauflänge angepasst wurde.
Bedeutet, das Inner Valve lässt einfach für den Schuss viel zu viel Gas raus. Bedeutet, die Kugel ist schon lang draußen und dennoch wird Gas hinterher gedrückt. Und auch der Pistonhead seitens KJW war leider noch nie sonderlich gut. Und der ist hier immer noch drin verbaut. Hier könnte man also beim Inner Valve und beim Pistonhead die Effizienz vermutlich nochmal deutlich steigern. Denn wie gesagt, bei so einem geilen, zweigeteilten und smoothen System geht man eigentlich davon aus, dass das Ding 100 Schuss locker rausbringt bei so einem großen Magazin. Also Effizienz, muss ich sagen, bei dem Modell leider nicht so gut, hätte ich etwas mehr erwartet. Was dann wieder sehr geil umgesetzt ist, ist das Hop-Up-System, aber auch nur vom Einstellen. Bedeutet, auch das schauen wir uns später an, es ist letztendlich ein stinknormales Hop-Up-Bucking drin, mit dem Pornobalken hinten runter. Bedeutet, das Modell schießt genauso wie jede andere auch. Also rein vom Schießen, vom Streukreis nicht besser, nicht schlechter, aber das Einstellen vom Hop-Up ist deutlich besser. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht hergehen wie bei einer Standard-High-Cover und müsst da irgendwie den Verschluss runter machen oder den Schlitten und dann dieses kleine blöde Rädchen da mit dem Fingernagel einstellen. Nein, ihr habt hier ein geiles integriertes CDC-System. Bedeutet 2 mm Inbus hernehmen. Hier oben kleinen Gewindestift, dreht er rein, bekommt er ein bisschen mehr Hop drauf, dreht er vorsichtig raus, bekommt er weniger Hop drauf. Und es lässt sich einfach saumäßig geil einstellen. Also das ist rein vom Einstellen echt saugeil umgesetzt, so ein TDC-System von oben. Man muss eben nicht hergehen und alles auseinanderrupfen, denn sind wir ehrlich, wenn man auf dem Feld mal sein Hop nachjustieren möchte bei einer Backup und dann jedes Mal eine Schlitten runterziehen muss, das ist ein bisschen grausam. Also hier das CDC-System vom Einstellen hervorragend, vom Hop selbst aber vergleichbar mit allen anderen Backups. Also hier nicht besser. Ihr könnt aber natürlich out of the box auch 0,3 reinstopfen, ihr könnt 0,32 schießen, wenn ihr unbedingt möchtet. Komme ich aber auch später drauf zu sprechen nochmal, schauen wir uns im Detail an. Da es eben kein Flat Hop oder kein R-Hop Bucking ist, verliert ihr, je schwerer ihr geht, desto mehr Energie verliert ihr. Denn aufgrund des Hop-Up-Buckings müsst ihr dann, je schwerer ihr geht, sehr weit runterdrehen und dann bremst die Patchfläche vom Bucking, bremst einfach zu stark. Bedeutet, ja, ihr bekommt die Rotation drauf, der Hop ist möglich, aber ihr verliert halt dann Energie und seid dann bloß noch vielleicht bei 0,5 Joule. Also wenn euch das ausreichend ist, ist es in Ordnung, aber mit modernen Flat-Hop-Buckings verliert man eben nicht so viel Energie und bekommt dennoch schwere BBs gehoppt. So viel zum Thema Energie und Hop-Up. Lasst uns weitermachen mit dem Thema GBB-System und Magazinkompatibilität. So, zunächst mal das System selbst, habe ich euch vorhin schon angesprochen, ist ein kleines bisschen was Besonderes, auch gerade von der Konstruktion her, denn ihr habt eben den Schlitten oder den Verschluss zweiteilig. Bedeutet zunächst mal, wenn wir es runterbrechen, ihr habt einen zweigeteilten Schlitten und dadurch deutlich weniger Masse, welche über das Gas bewegt werden muss. Auch das innere Nozzle Housing ist komplett neu entworfen, neu entwickelt und ist aus ABS Kunststoff. Also auch hier nicht irgendwie Zink oder sowas oder Alu, sondern ABS. Bedeutet, der ganze hintere Klotz, der hier bewegt werden muss, ist extrem leicht. Dadurch aber, wie gesagt, normalerweise müsste da die Effizienz deutlich besser sein. Leider nicht der Fall, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hat das System aber einen ganz großen Vorteil. Da eben hier deutlich weniger Masse bewegt werden muss, ist der Zyklus an sich, also zwischen Auslösen und Reset, deutlich schneller, wie wenn ihr ein Standardmodell habt, wo der gesamte Verschluss sich bewegt. Denn natürlich, je schwerer der Verschluss ist, desto mehr Gas muss in die Nozzle rein, desto höheren Druck braucht er, um die Masse bewegen zu können. Und das ist bei dem Modell eben nicht der Fall. Ihr könnt also das Modell schön ruhig halten und könnt unheimlich schnell triggern. Dann, wie vorhin aber auch schon angesprochen, da eben hier sehr wenig Masse bewegt wird hinten drauf, habt ihr keinen Rückstoß. Bedeutet, wer jetzt denkt, ja gut, das Ding kickt irgendwie wie andere GBBs. Nein, genau das ist nicht der Fall. Dadurch kein Rückstoß, dadurch aber natürlich vom Anlegen her oder vom Zielen deutlich schöner zum Führen oder zum Halten. Bedeutet, ihr könnt einfach das Ding in den Punkt reinbringen, könnt abdrücken und ihr habt nicht jedes Mal dieses Hochziehen wie bei anderen Backups. Könnt ihr also rein vom Schießen selbst deutlich präziser feuern. Also hier ein Vorteil oder zwei Vorteile, präziseres Zielen aufgrund des geringen Rückstoßes und eben auch deutlich schneller, wenn ihr schneller triggern möchtet. Kleiner Nachteil, das Ding hat halt keinen Rückstoß, aber gut, der eine legt Wert drauf, der andere halt nicht. Mir ist es relativ Latte.
So, also wie gesagt, dann noch ein kleiner weiterer Punkt. Ihr werdet, oder ich werde es euch später im demontierten Zustand auch noch zeigen und auch auf der Norwich-Seite könnt ihr lesen. Ihr sollt natürlich ab einer gewissen Temperatur bei dieser Backup kein Red oder Black Gas verwenden. Selbstverständlich. Ist bei vielen Backups der Fall, dass ihr einfach nicht so hohe oder so starke Gase verwenden solltet. Und hier ganz speziell müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn aufgrund des neuen Designs von dem Verschluss hinten drauf ist auch das Nozzle Housing eben neu entwickelt, nicht vergleichbar mit anderen. Aber die gesamte Last und der gesamte Kick, alles überträgt sich wirklich nur auf diese kleine Minischraube hier hinten an der Kimme dran. Also das ist wirklich nur die eine Schraube. Wenn ihr diese kleine Minischraube rausmacht, fällt das gesamte Nozzle Housing nach hinten raus. Kommen wir, wie gesagt, sprechen wir später nochmal durch, aber hier möchte ich eben schon mal vorweg sagen, dementsprechend übertreibt's nicht. Ihr werdet das Ding mit einem starken Gas auf Dauer einfach schrotten. Wenn es jetzt in den Winter reingeht und es wird kühler draußen, sage ich mal, keine Ahnung, 5 Grad oder so, ja, dann stopft ihr da ein Red Gas rein, keine Frage. Aber wenn es mal 25 Grad draußen hat, würde ich definitiv auf keinen Fall ein Red Gas in dieser Backup verwenden. So, jetzt kombinieren wir das Ganze. Wie gesagt, wir haben hier eben ein sehr, sehr schnelles System und jetzt lasst uns das mal kombinieren mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. So, ich habe hier letztendlich noch 3 unterschiedliche Magazine da. Eins fehlt mir leider, denn ich besitze keine WE mehr. Sonst hätte ich euch vielleicht noch sagen können, ob WE kompatibel ist. Am Anfang jetzt vorhin schon kurz angesprochen, warte mal, die lehnen wir einfach mal da kurz so her. Am Anfang schon kurz angesprochen, es ist im Lieferumfang letztendlich ein Standard KJW High Cover Magazin dabei. Also ein ganz normales KP06 Magazin, nur der Rotor oben ist halt jetzt in lila, ist aber vom Material, von den Maßen, von der Höhe 1:1 Standard KJW. Also wenn ihr schon KJW Magazine zu Hause habt, egal ob mit dem großen Bodenstück oder mit dem kleinen Bodenstück, die funktionieren wunderbar, denn es ist 1:1 das gleiche Magazin. Es passen 28 plus 1 Schuss rein, also maximal 29 Schuss und das ist auch Standard High Cover. Ein weiteres Magazin, was ich jetzt noch testen konnte, von der Pit Viper, einmal dieses Army Armament High Cover Magazin, wie gesagt Pit Viper oder Combat Master oder Witcher, Archer, keine Ahnung. Und auch das, muss ich sagen, funktioniert in der SSP ohne irgendwelche Probleme. Also funktioniert sauber, auch der Verschluss arretiert sauber und ihr bekommt sogar mit dem Army Magazin nochmal ein paar Schuss mehr raus. Ich glaube, es waren maximal 73 Schuss im Vergleich zu 63, also 10 Schuss mehr. Kann man drauf verzichten. Aber wie gesagt, wenn ihr schon 2, 3 Army Magazine habt, könnt ihr auch diese problemlos weiterverwenden und müsst keine neuen kaufen. So, dann, wie gesagt, schauen wir uns das System mal an. Das ist das alte, oder das ist mein altes KJW. Das ist jetzt das von der SSP. Also schauen wir uns das System an, denn wie gesagt, es ist unheimlich schnell und kontrollierbar. Also, gucken wir mal. So, und leer. Und habt ihr gesehen, was ich meine? Das Ding kickt nicht, das Ding zuckt nicht, aber ihr könnt es unheimlich präzise halten, unheimlich präzise feuern und das Ding ist einfach schnell. Es ist unheimlich schnell. So, ein kleiner weiterer Punkt ist dann auch, was ich noch erwähnen möchte. Ich habe natürlich nicht nur das Protech-Gas verwendet. Also wie gesagt, hier ist überall jetzt nur das Protech-Gas drin. Denn wie gesagt, 20 Grad, ihr dürft es nicht übertreiben von der Power her. Ich habe aber auch mal just for fun ein Red-Gas verwendet. Dann aber wiederum kann es passieren, dass der Pistonhead nicht sauber abdichtet. Also wenn der Gasdruck zu hoch ist, dann fängt das Modell beim schneller Feuern ein bisschen an so zum Spritzen. Und dann geht die Gaseffizienz noch weiter runter. Wie gesagt, es ist ein kleines Problem mit dem Pistonhead, wenn der Gasdruck zu hoch ist. Da ihr aber eben keinen hohen Gasdruck verwenden solltet im Modell, kann man es auch getrost ignorieren. So, dann schauen wir uns mal noch das Magazin an. Wie gesagt, das ist ein ganz normales altes High Cover Magazin. Oh, das arretiert nicht mehr. Ach, das ist wieder typisch KJW. Können wir auch gleich drüber sprechen. So, jetzt da.
So, können wir auch, wie gesagt, können wir auch gleich drüber sprechen. Typisches KJW-Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es die neuere Batch immer noch hat. Auf jeden Fall bei den alten KJW High-Kappa-Magazinen konnte es immer mal wieder vorkommen, dass sich der Follower ein bisschen verklemmt hat. Bedeutet, der läuft dann so leicht schräg und verklemmt sich dann an der seitlichen Wandung. Und dann drückt er die BBs nicht mehr nach. Da muss man kurz mal ein bisschen klopfen, damit er sich wieder löst. Und wie gesagt, ob das jetzt bei den neueren KJW-Magazinen immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Denn das KJW-Magazin, das ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Also wie gesagt, kann sein, dass das schon behoben wurde, dieses Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr schon welche habt, funktioniert. So, dann letztes Magazin. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt von Army Armament ein Magazin. Funktioniert auch tadellos, flutscht sauber rein, löst sich sauber. Schauen wir uns auch das an. So, und auch das funktioniert wunderbar, ohne irgendwelche Probleme. Also wie gesagt, positiv zu erwähnen, später auch nochmal im Fazit, unheimlich schnell, man kann unheimlich ruhig halten, Kimmelkorn, man verliert sein Ziel, nicht wirklich, da kein Rückstoß. Effizienz, wie vorhin schon angesprochen, müsste eigentlich bei dem Modell ein kleines bisschen besser sein. Okay, aber wie gesagt, klasse, auch die Kompatibilität zu Standard High-Kappa-Magazinen ist auf jeden Fall gewährleistet. Gut Leute, dann lasst uns weitermachen mit den Allgemeininformationen und mit der Verarbeitungsqualität. Das kombinieren wir einfach zusammen in den Nahaufnahmen. Schauen wir uns das Modell vielleicht erstmal von den beiden Seiten an. Ich drehe sie euch erstmal ein kleines bisschen ins Licht, damit ihr die Konturen ein bisschen besser sehen könnt. Und gerade ich finde jetzt diese 4.3er Variante fast am interessantesten. Gerade bei der 5.1 und bei der 6 Zoll hier das Frontset dann vorne raus. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich finde die 4.3er einfach am schönsten. So, also einmal hier dann der obere Bereich. Gerade schon angesprochen, ihr habt einen zweigeteilten Schlitten. Hier ist der vordere Bereich, wie auch der hintere Bereich, vollständig CNC gefertigt. Bedeutet, das äußere oder die Abdeckung sozusagen außen drüber über die Hop-Up-Kammer ist komplett CNC gefertigt aus Aluminium. Die innere Hop-Up-Kammer ist dann aus Zinkguss gefertigt. Von der Passgenauigkeit her sehr schön, muss ich sagen. Bedeutet auch, wenn man das System schließt, wirklich hervorragend. Man sieht einfach, das ist gefräst, geringe Toleranzen drauf, schließt sauber, schließt bündig, kein Versatz irgendwo drin. Und vielleicht habt ihr es gerade auch schon gesehen, die Rückholfeder oder die Schließfeder und die Recoil Spring ist zwar nicht die stärkste, aber ausreichend. Mir ist nur aufgefallen, wenn ihr BBs im Magazin drin habt, ist natürlich jetzt ungeladen, also leer, dann schließt vollständig. Wenn ihr dann BBs drin habt und den Verschluss ein bisschen zu langsam kommen lasst, dann bleibt er ein kleines bisschen hängen. Also hier hätte vielleicht die Schließfeder oder halt die Recoil Spring ein kleines bisschen straffer noch sein können. Wenn aber das Ganze hinten anschlägt und ihr es dann schnalzen lasst, dann schließt es immer zu 100%. Also das ist in Ordnung. Passgenauigkeit wirklich super und wie gesagt komplett gefräst. Dementsprechend natürlich auch deutlich hochpreisiger wie manch andere High-Kappa-Modelle. Wenn wir jetzt hier oben schon einmal beim Verschluss oder beim Schlitten sind, ihr habt hier nochmal eben diese Abdeckung drauf, wo ihr dann später diesen Leuchtpunktvisier montieren könnt. Da werden wir aber später nochmal im Detail darauf eingehen, denn hier weiß ich nicht genau, was so ein Footprint es sein soll. So, dann seht ihr hier oben einmal vorne euer Korn und ebenfalls die Kimme hinten mit Lichtsammlern. Bedeutet, sobald hier eine kleine Lichtquelle drauf scheint, nehmt ihr die jeweiligen Punkte ein bisschen als so ein Scheinen wahr oder hilft einfach ein bisschen bei dunklen oder bei etwas schlechter beleuchteten Gelegenheiten eben zu visieren. Hier müsst ihr aber aufpassen. Zunächst mal, weder Kimme noch Korn sind nicht einstellbar, ist also vollständig fix und ist auf 50 Meter ein kleines bisschen versetzt. Aber das könnte auch am Hop-Up liegen. Für alle Reichweiten, sage ich mal, bis 30 Meter könnt das aber hernehmen, funktioniert. Zum Einstellen oder zumindest zum Verschieben wäre natürlich nochmal deutlich besser gewesen. So, und der nächste Punkt ist, nach circa 8 Magazinen hat sich leider der Lichtsammler vorne am Korn gelöst. Denn ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber diese Lichtsammler oder diese Streben, die sind hier einfach nur reingesteckt in diese kleinen Bohrungen und wurden nicht irgendwie
nochmal gesichert oder geschmolzen. Bedeutet normalerweise bei solchen Lichtsammlern werden die reingeschoben und dann wird der hintere und der vordere Bereich so ganz leicht ein bisschen pilzig heiß gemacht, damit sie es eben nicht löst. Und das ist hier nicht der Fall. Dementsprechend musste ich das Korn nach ca. 8 Magazinen wieder einmal ein bisschen reinpressen, damit es wieder drin ist. Also das ist einfach rausgerutscht. Warum er das nicht einfach angeschmolzen hat wie bei anderen Herstellern, weiß ich leider nicht. So, dann im unteren Bereich der Frame ist Standard, sehen wir uns auch später nochmal im demontierten Zustand an, ist aus Zinkguss gefertigt, hier also nicht irgendwie gefräst, ist auch ja nichts Besonderes, letztendlich ganz normaler High-Kappa-Frame von KJW, nur im vorderen Bereich hier ein bisschen angepasst vom Design her und eben hier diese, ja, die Bohrungen oder die Gewinde drin für dieses QD-Holster letztendlich. Könnt ihr hier also die Holstermontage seitlich einmal aufschrauben bzw. montieren. So, dann haben wir hier natürlich ein Fixed Barrel, denn natürlich, wenn ihr das Ding repetiert, da vorne im vorderen Bereich bewegt sich überhaupt nichts und ist auch wunderbar arretiert. Bedeutet selbst hier, das Ding wackelt nicht, das Ding kann nicht hoch, runter, links, rechts, gar nichts. Bedeutet, die Hop-Up-Kammer ist eine Baugruppe zusammen mit so einem ganz kleinen Stück Outer Barrel aus Aluminium. Dann wird das Ganze über den Zerlegehebel einmal fixiert und hier unten nochmal geklemmt im Frame vorne über so einen kleinen, ja, über so einen kleinen Steg. Und dann wird es eben mit dem Spring Guide von vorne verschraubt. Und dann habt ihr hier vorne eine fixe Einheit. Da werde ich auch später nochmal im Detail im demontierten Zustand darauf eingehen. Ich finde allgemein die gesamte Konstruktion von dem Verschlusssystem hier oben oder von dem Schlitten, finde ich einfach mega umgesetzt. Bedeutet, es ist nicht wieder so das altbacken Standardzeug, wie man seit 10 Jahren von Marui kennt, sondern es ist einfach mal, ja, einfach mal Gedanken gemacht, wie kann ich denn so eine High-Kappa vielleicht moderner konstruieren, wo kann man denn optimieren? Und da hat derjenige, der das entworfen oder designt hat, wirklich Hut ab, der hat einen grandiosen Job gemacht. Also feiere ich unheimlich, schön konstruiert, gut konstruiert und vor allem durchdacht konstruiert. So, und dann habt ihr eben jetzt, wie vorhin auch schon gesagt, dann habt ihr eben hier oben noch euer TDC-System. Bedeutet ganz normal 2 mm Inbus hier oben rein und ihr könnt ganz bequem, ohne weitere, sehr benutzerfreundlich euren Hop einstellen. Super Sache, einwandpfiffig, können wir ebenfalls nicht schimpfen. Wenn wir jetzt die Backup einmal umdrehen vom Schützen aus auf die linke Seite, dann seht ihr ebenfalls, dass die SSP5 einen erweiterten Verschlussfanghebel hier seitlich dran hat. Das ist schon mal gut und deutlich besser wie bei einer Standard-High-Kappa, denn da kommt man immer relativ schlecht hin mit dem Daumen, wenn der zu kurz ist. Also hier bereits ein kleines bisschen länger gehalten. Man hätte vielleicht sogar die hintere Druckfläche noch mal ein kleines bisschen erweitern können, denn, wartet, ich rutsche mal rüber, dann kann ich es euch so vielleicht ein bisschen besser zeigen. Denn wie gesagt, man kommt jetzt schon deutlich besser ran wie bei einer Standard-High-Kappa, aber zum Beispiel ich kann mit dem Daumen wirklich nur genau hier oben aufs letzte Eck einmal draufdrücken. Da hätte man, wie gesagt, vielleicht so eine kleine Fläche hier noch mit anbringen können, damit man eben noch besser rankommt. Aber das ist wirklich, ja, wie gesagt, das ist wirklich auf Meckern vielleicht auf einem hohen Niveau. Andere haben eben eine etwas größere Druckfläche, aber ich denke, das ist vielleicht auch, ja, das ist vielleicht auch der Daumenlänge einmal geschuldet, je nachdem, wie man hier oben rankommt. Dann Flügelsicherung ist natürlich Standard vom Schützen aus links wie auch rechts nutzbar und selbstverständlich nur im repetierten Zustand. Bedeutet nicht auf die Idee kommen, das Ding irgendwie in die Sicherung reinzudrücken, wenn ihr das Teil nicht repetiert habt. Ansonsten werdet ihr diesen Sicherungshebel auf Dauer verbiegen oder beschädigen. Also immer gucken, nur in die Sicherung reinschalten, wenn der Hammer oder der Hahn entsprechend gespannt ist. Und dann muss man aber sagen, dann läuft die Flügelsicherung wirklich klasse. Ihr hört es vielleicht auch, schönes, definiertes Klicken drin, nicht irgendwie schwammig oder sowas. Einwandfrei, können wir nicht schimpfen. Im Allgemeinen muss man dann sagen, dass der untere Bereich und auch das Griffstück selbst eigentlich Standard von der KJW KP06 ist. Bedeutet auch die Strukturierung hier drauf müsst ihr kennen. Standard KJW KP06 und auch eben Magazinboden und hinten die Handballensicherung. Das ist letztendlich alles Standard KJW, wie man es kennt. Hauptmerkmal von dieser Norwich-Variante ist eben das Verschlusssystem obendrauf. Den unteren Bereich, da könnt ihr eigentlich sagen, gut, das ist halt KJW. Also da brauchen wir auch von der Qualität nichts ansprechen, ist Polyamid-Kunststoff, die Verarbeitungsqualität ist klasse. Auch der Übergang
vom Griffstück aus Polyamid in den Zinkguss-Frame letztendlich 1A, Standard-High-Kappa von innen geschraubt, dann seitlich nochmal an den Griffschalen links, rechts und zusätzlich eben nochmal hier innen drin so ein kleines Nut- und Federsystem. Und es ist einfach sauber gefertigt, es ist bündig, das passt alles und ihr habt auch kein Spiel oder sowas in den Bauteilen drin oder sowas. Also das passt einwandfrei. Dann können wir vielleicht noch ganz kurz über den Abzug sprechen, denn dieser ist ein bisschen weich. Bedeutet, der könnte fast sogar ein bisschen knackiger noch sein. Gerade im Vergleich zu den letzten, zum Beispiel zu diesen TDI-Modellen, Pit Viper und Sand Viper, da habt ihr einen schönen knackigen Abzug gehabt. Der hier von der SSP 5 dagegen, der ist dann ein kleines bisschen weicher. Ich versuche es euch mal kurz zu demonstrieren. Bedeutet, wir spannen das Ding mal ohne Magazin. Ihr habt hier im Abzug nur gering Spiel drin, also ganz, ganz wenig Luft nur, habt einen kleinen Druckpunkt, ist dann aber relativ, ab Druckpunkt relativ schwammig. Bedeutet, ihr wisst dann letztendlich auch nicht genau, wo schlägt das Ding denn ab, denn ihr drückt halt einfach, drückt mit dem kontinuierlichen Abzugsgewicht und so circa 10 bis 20% vor Anschlag löst dann letztendlich löst sich der Schuss. Also wie gesagt, das hätte noch ein bisschen knackiger einfach sein können. Aber auch das, wie gesagt, ist in Ordnung, funktioniert tadellos. Es geht aber halt bei anderen auch noch ein bisschen knackiger. Okay Leute, was müssen wir noch ansprechen? Ich glaube, den Rest können wir uns sparen. Es ist, wie gesagt, es ist eine Standard-High-Kappa. Die inneren Bauteile schauen wir uns dann alle im demontierten bzw. im zerlegten Zustand an. Gut Leute, lasst uns weitermachen im Detail mit den einzelnen Bauteilen oder Baugruppen. Sprechen wir auch diese wieder heute im Detail durch. Und da fangen wir erstmal oben beim Schlitten bzw. beim Verschluss an. Denn der Rest im unteren Bereich Griffstück und Frame wie Abzugsgruppe sind letztendlich Standard High Kappa. Also da können wir später ein bisschen uns beeilen oder ein bisschen schneller durchspringen. Aber gerade hier oben komplett neu konstruiert, neu designt und das Ganze auch noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also haben sie richtig geil umgesetzt und ist auch auf dem Markt so ein bisschen, sticht einfach ein bisschen heraus. Man hat hier also kein so ein Standardsystem letztendlich. Ihr habt es vorhin bereits schon sehen können, wir haben einen zweigeteilten Schlitten, bedeutet der vordere Bereich ist mit der Hop-Up-Kammer fest verbunden, also wird nicht irgendwie einfach nur vorne irgendwie am Frame geklemmt oder sowas, sondern das Ganze wird mit der Hop-Up-Kammer verschraubt. Seht ihr dann gleich bei der Demontage, sehr geil umgesetzt. Und es bewegt sich dann letztendlich nur der hintere Bereich zusammen mit dem Nozzle-Housing und mit der Nozzle innen drin. Da würde man jetzt davon ausgehen, oder ich habe es vorhin auch schon angesprochen, normalerweise geht man dann davon aus, dass solche Systeme extrem gaseffizient sind, da natürlich deutlich weniger Gewicht oder Masse bewegt werden muss. Aber hier kann leider die SSP 5 nicht wirklich überzeugen. Also das sind Standard-High-Kappas, selbst mit einem vollen Schlitten mit deutlich stärkeren Rückstoß, sind sogar deutlich gaseffizienter wie dieses System. Woran das genau liegt, weiß ich nicht wirklich. Aber dennoch sehr, sehr geil umgesetzt und auch von der Passgenauigkeit und von der Qualität tipptopp. Bevor wir uns das ganze System jetzt einmal im Detail anschauen, auseinanderbauen, lasst uns vielleicht erstmal ganz kurz im Detail über die Montage von einem RMR oder einem Leuchtpunktvisier sprechen. Ihr habt hier oben einmal die Abdeckung drauf, die könnt ihr ganz normal entfernen über die beiden Schrauben. So, und jetzt wieder ein kleiner Punkt, wo ich sage, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen bereitstellen können, denn letztendlich könnt ihr hier so nichts drauf montieren. Es ist euch also hier ohne weiteres out of the box nicht möglich, irgendeinen Leuchtpunkt zu montieren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr kauft euch die Montageplatte, die wird quasi hier dann draufgeschraubt und dann stehen die Gewinde zur Verfügung fürs Leuchtpunkt. Oder aber es gibt auch noch für 15 € die Picatinny-Schiene, den Adapter. Bedeutet, dass ihr einfach hier oben drauf eine Pick-Rail habt. Dadurch wird aber natürlich das Leuchtpunktvisier deutlich höher, da ihr natürlich auch noch die Klemmung braucht oder die Mount braucht für die Picatinny auch noch. Also das finde ich eine sehr, sehr schlechte Umsetzung mit Picatinny. So, und jetzt gerade gesagt, es könnten ein paar mehr Informationen bereitgestellt werden, denn auf der Webseite, ihr bekommt diese Adapterplatte aus Aluminium für 10 €, das ist in Ordnung. Aber wie sieht es denn mit den Bohrungsabständen aus? Was für ein Footprint ist denn das? Denn letztendlich steht da nur im Shop drin, passend für das Premium Micro Red Dot V3.
Und da muss ich euch leider sagen, das ist mit 130 € brutal überteuert. Ihr bekommt solche Leuchtpunktvisiere in China bei AliExpress für 30 bis 40 € und fertig. So, und jetzt weiß ich aber halt nicht, wenn ich jetzt die Adapterplatte kaufe, ja, was für Bohrungsabstände habe ich denn? Was für ein Footprint ist denn das? Wie gesagt, keine Ahnung, denn normalerweise wird man jetzt hergehen und wird halt einen Standard RMR drauf machen. So, jetzt habe ich mal 2 RMRs mir angeguckt. Einmal von AIM-O. Hier muss ich euch leider sagen, das passt hinten und vorne nicht, denn das ist ein bisschen zu lang. Bedeutet, es passt hier nicht einmal in die Aussparung rein. Würde also die Adapterplatte Bohrungsabstand 19 mm, 19,2 mm haben für RMR, dann wäre das in Ordnung, aber AIM-O passt dennoch nicht rein. Mein absoluter Preis-Leistungs-Favorit, das wisst ihr, wenn es ums Thema Leuchtpunktvisiere bei GBBs geht oder bei Backups geht, dann verwende ich sehr, sehr gern von Holy Warrior den RMR-Klon aus Kunststoff. Denn gerade die sind ultra leicht, wiegen so gut wie nichts und sind von der Qualität für 25 bis 28 € hervorragend. Also warum man da 130 € für so ein blödes Ding ausgeben muss oder verlangt, verstehe ich leider nicht ganz. So, und das ist eben ein kleines bisschen kürzer und würde hier sogar oben reinpassen. Hat zwar ein kleines bisschen Luft nach hinten und vorne, liegt also nicht ganz sauber an, aber wie gesagt, hätte die Adapterplatte die passenden Bohrungen dafür oder die passenden Gewinde, dann wäre das so mein Favorit. Wie gesagt, bekommt er für 25 bis 28 €. Also auch hier, wie gesagt, ein bisschen schade wieder. Es werden einfach zu wenig Informationen im Shop preisgegeben, was denn hier letztendlich dann kompatibel ist oder verwendet werden kann. So, dann nehmen wir das Ganze mal auseinander, denn wie gesagt, das ist sehr, sehr geil konstruiert, denn ihr habt letztendlich die Verbindung zwischen der Hop-Up-Kammer ist hier vorne über den Spring Guide geschraubt. Bedeutet, wir lösen erstmal hier vorne drin den Spring Guide letztendlich oder die Federstange. So, einmal gelöst, können wir die einmal nach vorne rausziehen, auf die Feder ein bisschen aufpassen natürlich, Federstange raus. So, umdrehen und ebenfalls einmal die Schließfeder bzw. die Recoil Spring raus und ebenfalls diese 2 Pufferscheiben. Hier vielleicht einen ganz kleinen Punkt vorweg, Leute, das möchte ich auch ganz kurz ansprechen. Ihr seht, auch hier werden gewisse Teile wieder in Purple letztendlich gespritzt, auch beim Magazin oben der Rotor, ja in Purple oder halt in Lila, genauso wie die Nozzle, sind aber letztendlich Standard KJW-Teile. Also die sind nicht von den Maßen irgendwie anders oder vom Material anders, nein, 1:1 Standard KJW, nur eben in einer anderen Farbe letztendlich gefertigt. Ihr könnt also hier auch ganz normale KJW-Nosseln verwenden. Jetzt können wir die Teile bereits voneinander trennen, bedeutet hintere Bereich ein bisschen zurückziehen, damit die Nozzle einmal aushakt aus dem Bucking und dann können wir es letztendlich einfach auseinanderschieben. So, jetzt lasst uns im hinteren Bereich weitermachen. Die Bauteile, also der äußere Bereich des Schlittens im hinteren wie auch im vorderen Bereich, sind CNC gefertigt. Daher sind natürlich ein kleines bisschen kleiner, sind wie ein Standardschlitten, auch natürlich von der Herstellung. Kleines bisschen günstiger vom Fräsen, ist nicht ganz so viel wie bei einem vollen Schlitten. Aber dadurch haben sie es sich auch im hinteren Bereich leichter gemacht, beziehungsweise umkonstruiert. Wo ich jetzt nicht unbedingt sage, das ist, ja, es ist geil gemacht, keine Frage, aber passt auf, ihr habt jetzt hier hinten drin im hinteren Bereich das Nozzle Housing nicht über eine Arretierung im Schlitten fixiert, bedeutet, das Nozzle Housing wird nicht irgendwie von unten hier reingeschoben und dann verankert, sondern das gesamte Nozzle Housing und Nozzle hängt komplett nur an der kleinen Minischraube letztendlich von der Kimme hinten. Bedeutet nur an dieser kleinen Schlitzschraube. Wenn wir jetzt also hergehen und lösen letztendlich einmal die Kimme hinten ab, dann werdet ihr feststellen, dass ihr das ganze Housing einfach nach hinten rausziehen könnt. Vorsicht, da ist übrigens noch die Feder von der Nozzle mit drin, ein bisschen festhalten, dass ihr die nicht verliert. So, die hier einmal raus. Und wie gesagt, das steckt hier einfach nur drin, bedeutet, man hat von der Fertigung einiges an Geld sparen können, denn sie sind da hinten einfach mit dem, einfach fett reingefahren, komplett rund rausgefräst oder rausgebohrt und schieben dann letztendlich einfach nur den Block hinten rein und schrauben es mit der kleinen Schraube oben fest. Und wie gesagt, ob das so eine gute Idee ist, dass da jetzt letztendlich alles an einer Schraube hängt, finde ich, weiß ich jetzt nicht. Also wenn man es da übertreibt vom Gas und wirklich mal bei hohen Temperaturen ein Redgas reinknallt oder ein CO2, wird das meiner Meinung nach nicht ganz so lange standhalten. Denn natürlich, der Druckaufbau vom Gas geht in die Nozzle rein, dann wird letztendlich der gesamte Verschlussträger hier nach hinten gepresst oder nach hinten geschoben und dann wird letztendlich hier oben der Verschluss mit der Feder vorne
und wird letztendlich alles nur über diese kleine Schraube mitgenommen. Also wie gesagt, ob das von der Arretierung so eine geile Idee ist, weiß ich jetzt nicht. Schön umgesetzt und von der Passgenauigkeit ist es aber wirklich klasse. Also da können wir gar nicht schimpfen. Ihr habt es auch gerade vielleicht schon gesehen, wo wir die Kimme einmal abgenommen haben. Schönes Nut- und Federsystem noch drin. Passt perfekt aufs Zehntel genau und dann sitzt das Ganze wirklich sauber drin. Aber wie gesagt, es wird halt da nicht irgendwie arretiert. Es ist wirklich nur das eine kleine Gewinde, was alles zusammenhält. Da hätte man vielleicht auch hier diese Nut hier noch ein bisschen tiefer fräsen können, damit man quasi das Ganze nochmal nicht nur übers Gewinde arretiert, sondern ebenfalls nochmal über Nut- und Federsystem miteinander verbindet. Damit nicht die ganze Last einfach nur auf so ein, was ist denn das, ein M2 Gewinde oder sowas draufkommt oder M2,5. Also hier ein bisschen vor der Konstruktion, wie gesagt, wäre sicherlich auch noch ein kleines bisschen haltbarer gegangen. Aber dennoch vom System her oder von der Grundidee finde ich es dennoch sehr geil gemacht. Wie gesagt, die Passgenauigkeit habt ihr auch gerade gesehen, ist wirklich hervorragend. Und dann haben sie natürlich auch das gesamte Nozzle Housing entsprechend angepasst. Ist letztendlich nur die hintere Aufnahme hier, ist aus Aluminium. Der vordere Bereich hier ist alles aus ABS Kunststoff gefertigt. Wenn ihr das Ganze jetzt mal demontieren möchtet, wenn vielleicht der Pistenhead verschlissen ist, müsst ihr auch aufpassen, denn ihr müsst den inneren Korpus, wo der Pistenhead drauf sitzt, den müsst ihr hier unten ein bisschen festhalten. Bedeutet, ihr geht hier unten in diesen kleinen Gewindestift rein, löst diesen ein kleines bisschen an und haltet das Bauteil jetzt einmal fest. Denn andernfalls, wenn ihr hier hinten jetzt die große Schraube löst, dann dreht das innere Teil die ganze Zeit mit. Und das wollt ihr natürlich nicht. Also einmal die Schraube letztendlich hinten drin entfernen und dann können wir den kleinen Gewindestift, den können wir, glaube ich, drin stecken lassen. So, und dann müssten wir das eigentlich alles bereits auseinanderziehen können. Noch ein kleines bisschen. So, jetzt da. So, also einmal weg. Dann habt ihr hier letztendlich eure Nozzle und hier ist eben der Block für Schraubendreher. Hier ist eben einmal der Block mit dem Pistenhead. So, den nehmen wir nach unten raus, einmal hier und dann habt ihr hier letztendlich einmal die Nozzle drin. So, können wir auch mal rausnehmen. Und voilà, hier ist letztendlich das neue Nozzle Housing. Sprechen wir am besten auch gleich dann im Detail durch, machen wir aber zunächst mal weiter von der Demontage für die Wartung, letztendlich mit dem vorderen Bereich, damit ihr auch wisst, wie ihr an das Hop-Up-System rankommt. Hierfür müssen wir jetzt zunächst einmal die gesamte Hop-Up-Einheit, ihr seht, Hop-Up-Kammer zusammen mit dem Outer ist bei der SSP5 ja eigentlich zweiteilig, aber letztendlich eine Baugruppe. Bedeutet, ihr habt hier auch ein Fixed Outer, welcher nicht irgendwie aushakt, sondern immer komplett 100% sauber in dem System arretiert ist. Das ist schon mal sehr, sehr geil umgesetzt. So, um das Ganze jetzt aber lösen zu können, müsst ihr hier oben erstmal die kleine Senkkopfschraube lösen. Denn hier hängt letztendlich auch diese Schraube, verbindet den vorderen Schlittenbereich mit der Hop-Up-Einheit oder mit der Hop-Up-Gruppe. Dann ebenfalls vom Vorteil, an euren Hop ein bisschen rausschrauben, beziehungsweise die TDC-Schraube ein bisschen zu lösen. Und dann könnt ihr das Ganze eben voneinander trennen oder rausziehen. Auch hier seht ihr der vordere Bereich von der Qualität wirklich klasse, CNC gefertigt. Hier letztendlich, das ist alles aus Guss gefertigt, passt aber von der Passgenauigkeit wirklich klasse zusammen. Also auch hier wirklich gut, kann man sagen. So, schauen wir uns später natürlich nochmal im Detail an. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich leider nicht ganz so geil finde, und zwar Arretierung des Inner zusammen mit dem Bucking. So, jetzt denkt ihr euch, ja gut, das muss ja irgendwo da seitlich vielleicht reingesteckt worden sein oder irgendwie arretiert oder mit Schrauben. Nee, das ist nicht der Fall. Der gesamte Inner zusammen mit dem Bucking wird letztendlich nur hier unten über einen Gewindestift arretiert. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, wo dieser Gewindestift hingeht. Ja, richtig, der drückt euch volle Rotze auf dem Inner drauf. Bedeutet hier unbedingt aufpassen. Schraubt diesen, oder wenn ihr mal Bucking oder Lauf reinigen wollt oder halt für eine Wartung, auf keinen Fall diesen Gewindestift mit Gewalt reinschrauben. Ich zeige es euch gleich warum. Also wirklich nur ganz, ganz leicht, handfest, fertig, auf keinen Fall mehr. So, und jetzt lösen wir den ein kleines bisschen, denn der geht letztendlich komplett durch und drückt euch von unten gegen euren Inner Barrel. Wenn ihr da ein kleines bisschen zu viel Zug aufbaut oder zu weit rein schraubt, dann macht ihr sofort euren Inner kaputt, denn ihr verdrückt euch den Lauf. Dann kann es passieren, dass die BBs einfach hängen bleiben und dann ist der Lauf einfach Schrott.
Also das wäre von der Arretierung sicherlich auch schöner gegangen, wie hier mit einem Gewindestift auf den Lauf drauf zu drücken. Finde ich leider nicht ganz so prickelnd. So, um jetzt das Ganze nach hinten entfernen zu können, müssen wir erstmal unseren Tensioner rauspopeln. Das ist quasi hier oben dieses Plastikteilchen. Hier drückt später von oben eure TDC-Schraube einmal drauf und drückt diesen runter. Letztendlich der Tensioner, der muss letztendlich einmal raus. So, also hier einmal der Tensioner, einmal raus und jetzt könnt ihr das ganze Zeug nach hinten rausschieben. So, und voilà, wäre das Ganze ebenfalls demontiert. Und wie gesagt, die Arretierung hier unten, seht das auch ein kleines bisschen, hier drückt halt wirklich, der Gewindestift drückt halt hier wirklich aufs Aluminium drauf. Es ist ja nicht mal irgendwie ein Edelstahllauf, sondern es ist wirklich nur ein Alulauf. Wie gesagt, schraubt die Schraube bloß nicht zu weit rein, sonst ist der Lauf sofort hinüber. Könnt ihr sofort wegschmeißen. Also bin ich absolut kein Fan davon. Das hat ja TNT damals auch bei den SAS-Modellen oder auch bei den HTI-Hop-Up-Kammern haben sie es ja auch so gemacht, von der Seite mit 2 Gewindestiften quasi auf den Lauf draufdrücken. War eine absolute Katastrophe. Das ist ein bisschen zu festgezogen, zack, Lauf verdrückt, Lauf kaputt, könnt ihr wegschmeißen. Also, wie gesagt, das wäre von der Arretierung sicherlich besser gegangen. Vielleicht von oben irgendwie mit einem C-Clip oder sowas. Denn, wie gesagt, also da bin ich absolut kein Fan davon, das Ganze übers Ding zu halten, halt über einen Gewindestift. Und auch von der Ausrichtung her, muss ich sagen, ist es auch nicht ganz prickelnd, denn ihr müsst beim Zusammenbauen wieder aufpassen, dass das ganze Ding wirklich wieder 100% gerade ausgerichtet wird. Denn es wird eben nicht irgendwie von alleine über einen C-Clip ausgerichtet, sondern es ist wirklich alles nur rund. Bedeutet, ihr könnt auch das Ding total scheps reinschieben und dann passt es halt hinten und vorne nicht mehr, ne? Also wie gesagt, da wäre sicherlich irgendwie von oben, hier seht ihr ja die Arretierungen, irgendwie von hier oben mit einem C-Clip oder vielleicht von hier seitlich irgendwie mit einem Clip oder irgendwas, wäre definitiv besser gegangen. Also das finde ich von der Umsetzung mit dem Gewindestift, wie gesagt, finde ich leider nicht so gut. Dann lasst uns die soeben ausgebauten Komponenten nochmal kurz im Detail durchsprechen, von der Qualität, von der Passgenauigkeit und auch von der Performance her und ob es gegebenenfalls hier und da vielleicht ein paar kleine Performance-Verbesserungen gibt. So, hintere Bereich des Schlittens, gerade schon angesprochen, ist komplett CNC gefertigt, ultra leicht, also sehr, sehr schön von der Qualität, von der Fertigung, wirklich klasse. Nur ein kleiner Punkt, wir werden es später uns nochmal kurz anschauen bei der Abzugsgruppe unten. Die einzelnen Steuerungen hier innen drin sind natürlich auch gefräst im Aluminium. Und das seht ihr vielleicht gerade hier seitlich beim Hebel, da scheuert es und reibt es doch relativ stark. Und es ist auch relativ dünnwandig hier, die Steuerrampe nenne ich es jetzt einfach mal. Also das könnte, da hier eben im unteren Bereich Stahl auf Aluminium reibt, könnte sich das hier auf Dauer noch ein kleines bisschen stärker abnutzen, wie es jetzt bereits ist. Also ihr seht, es wird bereits einmal blank bei mir. Ansonsten, wie gesagt, tipptopp. Und eben der Punkt, falls ihr es gerade euch nicht angeschaut haben solltet, kleiner Punkt, den ich auch nicht gut finde, ihr habt eben hier hinten drin nur diesen einen Alukörper, wo das Nozzle-Housing dann dranhängt, und dann wird das alles wirklich nur mit einer kleinen Schraube hier oben mit der Kimme verbunden. Bedeutet, der ganze Druck innen drin und das Repetieren lastet letztendlich alles nur an dieser einen Schraube. Dementsprechend, wenn ihr einfach zu starkes Gas verwendet oder zu starkes Gas für die aktuelle Außentemperatur, dann sehe ich schon, dass es hier zu Verschleiß kommen kann. Wie gesagt, da wäre vielleicht ein Nut- und Federsystem im oberen Bereich, wäre vielleicht von der Haltbarkeit her noch etwas besser gewesen. Ansonsten aber super von der Passgenauigkeit, habt ihr auch gerade schon gesehen, der Block oder das Housing im Allgemeinen passt wirklich aufs Zehntel genau hier innen drin rein. Wirklich perfekt. Also traumhaft umgesetzt, wunderbar, können wir gar nichts meckern. Und auch das Housing selbst, wo die Nozzle drin läuft, hier innovativ eigentlich umgesetzt, kann man sagen. Bedeutet, ihr habt eben nicht diesen ganzen Zinkkörper innen drin, sondern ihr habt eben hier letztendlich die Nozzle nur in so einem ABS-Kunststoff drin liegen. Bedeutet, die Nozzle wird hier hinten einfach einmal reingeklipsert und dann wird das Ganze später miteinander verschraubt. So, einmal so, zack, und dann läuft die ganze Nozzle hier im Kunststoff drin. Und das funktioniert wirklich klasse. Also innovativ umgesetzt, schön umgesetzt, hervorragend. Auch wird die Nozzle im Housing wirklich tadellos geführt und kann irgendwie nicht jetzt irgendwie über den Kugelstrang irgendwie stark nach oben gedrückt werden, dass irgendwie das Alignment zum Bucking dann daneben geht oder sowas.
Also das finde ich geil umgesetzt und ist natürlich auch schön leicht umgesetzt. Da sind wir halt wieder beim Punkt Gaseffizienz, vorhin schon häufiger drüber gesprochen. Obwohl eigentlich alles so leicht und ja, easy konstruiert ist die Gaseffizienz eigentlich sehr schlecht dafür, muss man sagen. Also wie gesagt, bei so einem leichten Schlitten und so einem leichten Nozzle-Housing hätte ich mit locker, sage ich mal, 120 Schuss pro Magazinladung eigentlich gerechnet, wenn man es mit anderen High-Cuppers vergleicht. Also Nozzle-Housing ist klasse, die Nozzle ist nichts Besonderes. Wie vorhin auch schon kurz angesprochen, es ist eine stinknormale KJW High-Kappa-Nozzle, nur das Ganze halt nicht in Rot, sondern in Pink, in Purple oder halt in Lila gefertigt. Also exakt gleiches Material, exakt gleiche Nozzle, nur eine andere Farbe letztendlich. Die Nozzle von KJW ist in Ordnung, ist relativ flexibel, bedeutet hier im hinteren Bereich. Hier könnt ihr sehen, wenn man ein kleines bisschen zusammendrückt, also relativ flexibel vom Kunststoff her, platzt euch entsprechend nicht so schnell auf, kann ein kleines bisschen nachgeben und auch hier vorne an der Feeding-Lippe sieht man bis jetzt absolut gar nichts. Bedeutet, die Kugeln werden schön aus den Lippen vom Magazin entnommen, hängen nicht zu stark drin und hier kommt es nicht irgendwie zu einem Verschleiß. So, wenn wir jetzt gerade bei der Nozzle sind, einen kleinen Punkt eben noch Gaseffizienz. Es gibt ja dieses Modell auch in der 5.1 Zoll Variante wie auch in der 6 Zoll Variante. Bedeutet, ihr habt unterschiedlich lange Inners drin oder unterschiedlich lange Läufe drin. Jetzt gehe ich aber ganz stark davon aus, dass KJW oder das Norwich Team die Nozzle oder beziehungsweise das Inner Valve nicht auf die entsprechende Lauflänge angepasst hat. Bedeutet, wahrscheinlich wird einfach in jede Variante exakt die gleiche Nozzle reingestopft, beziehungsweise exakt das gleiche Inner Valve. Inner Valve ist übrigens das Teil, was hier innen drin, das könnt ihr vielleicht hier innen drin sehen, das kleine Plastikteil, welches letztendlich dann über den Gasdruck geschlossen wird und den Repetiervorgang auslöst. So, warum nicht angepasst? Wir haben hier natürlich im Vergleich gerade zu einer 6 Zoll Variante einen deutlich kürzeren Lauf drin. Bedeutet, man hätte eigentlich das Inner Valve deutlich schwächer federn können, also eine deutlich schwächere Feder innen drin installieren können, damit einfach weniger Gas letztendlich in den Lauf geflutet wird. Denn ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass wir für die kurze Lauflänge von 97 mm einfach viel zu viel Gas aus dem Magazin rausnehmen oder viel zu viel Gas in den Lauf reindrücken. Bedeutet, die Kugel ist schon lang aus dem Lauf draußen, es läuft aber oder es expandiert aber immer noch Gas hinterher. Hätte man also hier beim Thema Inner Valve vermutlich, was das Thema Effizienz angeht, gerade bei der 4,3 Zoll Variante noch etwas optimieren können. Wer sich ein bisschen auskennt, ihr wisst ja Bescheid, N-Pass oder sowas rein oder die Feder vom Inner Valve ein bisschen anpassen, um eben auch entsprechend die Effizienz ein kleines bisschen zu verbessern. Achtet aber darauf natürlich immer, je nachdem, was für ein Kugelgewicht ihr spielt. Bedeutet, wenn ihr jetzt in dem Ding nur 0,25 oder 0,28 Gramm BBs verwendet, ja, dann braucht ihr natürlich deutlich weniger Gas. Wollt ihr jetzt unbedingt in der Backup 0,04 reinstopfen, dann braucht ihr natürlich deutlich mehr Gas im Lauf, um die Kugel beschleunigen zu können. Ist also alles immer abhängig von der Kugelgrammatur. Aber sind wir ehrlich, Leute, in so einem Ding, das ist eine Backup, die zieht man irgendwo im Gebäude drin oder halt, wenn es ins Close Range geht. Ich brauche dort da keine 0,4 Gramm drin spielen. Meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch. Aber wie gesagt, funktionieren tut's, nur die Gaseffizienz leider nicht so gut, Qualität aber tipptopp, können wir nicht schimpfen. Wo ich vorhin auch schon kurz drüber gesprochen habe, wo ich leider kein Fan bin und immer noch kein Fan bin, schon seit 10 Jahren kein Fan bin, das ist leider der Pistonhead von KJW. Bedeutet, auch hier ist letztendlich ein handelsüblicher, stinknormaler KJW Pistonhead hinten drin verbaut. Bedeutet, auch der Kunststoff ist jetzt hier halt wieder in lila, der Originale ist in rot, ansonsten 1:1 exakt das gleiche Bauteil. Und der ist leider grottig und bedeutet das Ding von KJW, wenn es irgendwo mit der KJW mal Probleme gibt, dass das Ding ausgast, zum Sabbern anfängt, die Effizienz scheiße ist, Entschuldigung, aber dann ist es eigentlich zu 90% immer der Pistonhead, denn das Ding ist von KJW seit zig Jahren der größte Müll. Bedeutet, ja, wenn das Teil mal neu ist, dann dichtet er einigermaßen anständig ab, aber ich habe es euch, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, wenn ihr mal ein bisschen stärkeres Gas reinpackt, bei 22 Grad Celsius, dann fängt das Modell auch an zu spritzen. Also ihr seht aus dem Verschluss seitlich einfach Gasclouds rauskommen. Und das ist zum größten Teil immer ein Problem von dem Pistonhead. Denn der ist von Haus aus, ist das Material oder ist der Gummi schon extrem hart. Und wenn ihr da jetzt einfach mal das Modell ein halbes Jahr lang aktiv spielt und häufig verwendet, dann wird der noch härter, wird spröde, dann fängt er zum Reißen und zum Brechen an, dann könnt ihr wegschmeißen. Der dichtet also nicht mehr ab.
würde ich, wenn ich irgendwas optimieren möchte, wäre das mein erster Ansatzpunkt, rauspfeffern, den Original KJW Pistenhead und vielleicht durch einen ventilierten von Leylex oder sowas ersetzen. Gibt's ja wie Sand am Meer, man muss letztendlich nur auf den Durchmesser von der Nozzle achten, damit ihr den richtigen kauft. Wir können mal die Nozzle kurz innen drin durchmessen, aber die müsste Standard sein. 13, was haben wir hier? 13,9, na, die drückt hier ein bisschen auseinander. Also 13,7 ungefähr, 13,8. Innendurchmesser, wie gesagt, ganz normal mit einem stinknormalen O-Ring, ventiliert, und wenn der dann mal verschlissen sein sollte nach einem Jahr, dann tauscht ihr einfach den O-Ring aus, fertig. Und wie gesagt, nicht gut, der Pistenhead von KJW, gibt es heutzutage Besseres. Bevor es dann gleich weitergeht mit der Abzugsgruppe, lasst uns im Detail, wirklich sehr, sehr detailliert auf das Thema Lauf- und Hop-Up-System eingehen. Denn hier ist das Ganze von Grund auf auch wieder sehr geil konstruiert, aber auch vielleicht nicht wieder ganz fertig gedacht. Lasst uns also alles im Detail durchsprechen. So, fangen wir erstmal beim Outer an. Das ist ein Fixed-System, bedeutet, er sitzt immer zu 100% sauber und gerade in dem Frame drin, wird also sauber arretiert und festgehalten und kann euch nicht wie bei einem Browning-Pattern-System irgendwie mit zurückfahren, hakt nicht aus, nein, bleibt immer fest und ist gerade bei der Montage von Schalldämpfern oder Tracer ist das wirklich hervorragend. Also das finde ich super umgesetzt, hervorragend. So, der ganze Outer ist zweiteilig, bedeutet die hintere Hop-Up-Kammer, nenne ich es jetzt einfach mal, ist aus Zinkguss gefertigt. Der vordere Outer dann ist aufgeschraubt aus Aluminium und verklebt. Bedeutet letztendlich bei den anderen Versionen 5.1 oder 6 Zoll ist letztendlich nur das kleine Knubbelstück ein bisschen länger hier vorne aus Alu. Die Hop-Up-Kammer ist natürlich identisch. So, dann seht ihr zunächst mal bei der Hop-Up-Kammer, da schleift und reibt es ein bisschen, bedeutet auf der Seite schleift es ein bisschen und auf dieser Seite hier schleift es ein kleines bisschen. Habe ich euch vorhin schon gesagt, beim Repetieren merkt das einfach ein bisschen, irgendwas schleift halt ein kleines bisschen, ist aber wirklich nur im inneren Bereich sichtbar und beeinträchtigt nicht die Funktion. Hat man letztendlich bei vielen anderen GBBs auch, da schleift es halt ein bisschen, da reibt es ein bisschen, ganz normal, sprechen wir definitiv nicht kritisch an. So, und jetzt kommen wir eben nochmal zum Aufbau von dieser Hop-Up-Kammer. Zunächst mal der eine Punkt, wie vorhin vielleicht schon kurz mitbekommen, für die Leute, die es eben nicht angeschaut haben bei der Demontage, kurz als Wiederholung. Ihr habt die gesamte Baugruppe, bedeutet Bucking und Lauf, sitzt alles hier hinten in dieser Kunststoffhülse drin. Also das ist letztendlich einfach nur so eine Plastikhülse. Dann schiebt ihr diese gesamte Gruppe einfach von hinten in die Hop-Up-Kammer einmal rein. Und jetzt der erste Punkt. Leider wird das Ganze nicht ausgerichtet. Bedeutet letztendlich, euer gesamtes Bucking und euer Lauf kann hier ganz, ganz easy irgendwie falsch eingebaut werden oder ganz leicht ein bisschen verdrehen. Und da langt schon, wenn das Ding um 0,2 mm nicht gerade drin sitzt, könnt ihr keine geraden Schüsse rausbekommen aus dem Ding. Hier ein kleiner Ansatz, was besser gegangen wäre. Ihr seht, hier hinten hat die Hop-Up-Kammer vom Schützen rechts, hat sie eine kleine Nut drin. Ich weiß nicht für was, denn diese ist sinnfrei, denn das ist letztendlich genau die Nut fürs Bucking. Aber das Bucking passt ja da hinten so oder so nicht rein, denn die Hülse sitzt ja da hinten drin. Also auf die Nut hätte man verzichten können. Kleine Idee, die Nut letztendlich vom Schützen aus auf die linke Seite rüberziehen. Dann macht man hier an die Hülse seitlich eine Führung hin, eine kleine Feder. Dann hat man hier ein Nut- und Federsystem und das Zeug wird einfach kerzengerade ausgerichtet und man kann es eben nicht verdrehen beim Einbau. Also wäre hier ein bisschen besser gegangen oder wäre optimaler gegangen. Nächster Punkt. Ganz, ganz großes Problem meiner Meinung nach, die Arretierung des Laufs oder des Inners. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß, sorry. Wie gesagt, wer es vielleicht ein bisschen verpasst hat, die ganze Baugruppe wird dann letztendlich nur von unten mit einem Gewindestift gesichert. Bedeutet, ihr drückt mit diesem kleinen Gewindestift, drückt ihr hier unten gegen dieses kleine, dünne Aluminiumröhrchen. Vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr mal den Lauf reinigt oder für eine Wartung oder mal das Bucking wechselt, passt bloß auf, dass ihr wirklich diesen Gewindestift nur ganz, ganz leicht anzieht. Wenn ihr da ein bisschen zu viel Druck drauf bekommt, dann drückt es euch das Alu hier unten rein und dann ist der Lauf kaputt. Dann bleiben euch die BBs drin hängen oder das Ding hoppt einfach nicht mehr. Also Laufarretierung meiner Meinung nach sehr schlecht umgesetzt. Das wäre sicherlich mit einem C-Clip im oberen Bereich besser gegangen oder aber ich hätte diese Hülse hier aus Stahl gefertigt und dann hätte ich den Gewindestift hier seitlich im 45 Grad Winkel angebracht und dann hätte ich die Hülse aus Stahl letztendlich gesichert. Also hier Laufarretierung leider nicht sonderlich gut und entsprechend ausbaufähig, muss ich sagen.
So, und wenn wir jetzt gerade schon beim Lauf sind, lasst uns auch hier ganz kurz drüber sprechen. Zunächst mal der eine Punkt, wie gerade schon gesagt, es ist leider nur ein Aluminiumlauf und dementsprechend gerade hier bei dem Gewindestift sehr anfällig. Der nächste Punkt ist, aufgrund dieser zusätzlichen Nut hier vorne drin, ist das Ganze auch leider nicht unbedingt zu Standard-GBB-Läufen aus Edelstahl kompatibel. Bedeutet, ja, ihr könnt einen ganz normalen Edelstahllauf reinmachen, müsst aber dann wiederum, da euch diese Nut hier fehlt, müsst ihr dann wiederum den Gewindestift so festziehen, dass ihr selbst den Edelstahllauf dadurch beschädigen könntet. Also hier alles andere als gut, muss ich sagen. Der nächste Punkt. Es ist letztendlich nur ein Aluminiumlauf, der letztendlich wieder eloxiert ist. Auch hier habe ich wieder so einen kleinen Kratztest gemacht und ihr habt es vielleicht vorhin schon kurz gesehen. Leider auch die Beschichtung relativ weich. Bedeutet, bekommt ihr Sandkörnchen oder irgendwelche Partikel, Dreck ins Hop-Up rein oder auf die BBs drauf oder ins Magazin rein, wird euch der Lauf im inneren Bereich aufgrund der weichen Beschichtung relativ schnell verschleißen. Bedeutet, ihr bekommt den auch nicht mehr sauber, ihr könnt den nicht aufpolieren, da das Material einfach zu weich ist. Also hier wäre sicherlich ein Edelstahllauf deutlich besser gewesen, gerade bei einem Preis für 290 €. So, und dann eben auch ein Punkt, was ich leider im Fazit auch wieder ansprechen muss, wenn ihr jetzt mal in den Shop reingeht, dann lest ihr eben, wie vorhin bei den technischen Daten schon angegeben, dann lest ihr so Geschichten wie 6,01 mm Innendurchmesser. Ja, aber das stimmt nicht. Das ist ein stinknormaler Lauf mit 6,06 bis 6,07 mm Innendurchmesser und kein 6,01 mm Lauf. Also hier ist leider die Angabe im Shop falsch und darf eigentlich so nicht drinstehen. So, und jetzt denkt ihr bestimmt, ja, Reaper, wie kommst du denn da drauf? So, das möchte ich euch heute im Detail demonstrieren, denn ich möchte jetzt hier nicht irgendwie rumhaten oder so, sondern ich zeige euch einfach, was ich herausgefunden habe und das mache ich bei jeder Knifte. So, wir gehen mal her und messen jetzt den Lauf innen aus. Es ist ein sehr guter Messschieber. Die Flächen sind natürlich komplett sauber, keine Macken oder sowas drin. Er ist auch komplett genullt, selbstverständlich. Und jetzt messen wir einfach mal den Lauf raus. Es geht natürlich mit einem Messschieber nicht ganz so geil wie mit dem Grenzleerdorn, keine Frage. Aber es funktioniert dennoch, wenn man einen guten Messschieber hat, der halt nicht irgendwo aus dem Baumarkt kommt. So, also, wir schauen, dass wir vorne die Phase nicht erwischen, sondern wir messen wirklich nur den Innendurchmesser, nicht die Phase vorne. So, wir haben hier einen Innendurchmesser von 6,07. Wir rotieren ein bisschen, 6,06, rotieren, 6,06. Wir rotieren noch ein bisschen, 6,06, 6,06, 6,06, 6,06. 605, 604. Ja, 604. Also ihr seht, das ist auf keinen Fall ein 6,01 mm Lauf. Auch im hinteren Bereich gerne nochmal gegenkontrollieren. Messen wir auch hier. 6,06 mm, rotieren ein kleines bisschen. 606, rotieren in die Richtung. 6,06 mm. So, und bevor jetzt wieder einer herkommt und meint, ich hate jetzt hier, nein, wir machen mal einen Gegentest. Das ist ein Da Vinci SAEG-Lauf aus Edelstahl, wird angegeben mit 6,03 mm. So, wir vergleichen einfach mal. Wie gesagt, der müsste 6,03 haben. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Messschieber möglich ist. Auch hier müssen wir gucken, die Phase ist relativ lang bei dem Da Vinci. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir eben nicht die Phase einmal messen, sondern wirklich nur einen Lauf. Und schaut hier, 6,03. Messen nochmal, rotieren ein kleines bisschen, 601, 602, 602, ja, 602. Also ihr seht, es funktioniert und der hat wirklich 603. Wir messen auch nochmal hinten ganz kurz gegen. Und der hat wirklich das Maß, wie er letztendlich angegeben wird. Eine Toleranz von 001, 002 ist vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, so diesen kleinen Knubbellauf da mit 601 angeben und dann hat er irgendwas mit 6,07 oder 606. Das geht halt meiner Meinung nach nicht. Also das ist im Shop leider falsch dargestellt. So, und der nächste Punkt ist dann auch das Hop-Up-Bucking. Auch hier müssen wir leider drüber sprechen. Der Tensioner an sich ist geil umgesetzt. Bedeutet, sie verwenden hier oben eben dieses TDC-System. Vom Einstellen her von außen wirklich hervorragend mit dem Zweier-Inbus. Klasse, auch der Tensioner. Schön groß gewählt. Im Radius passt perfekt. Übrigens zum Bucking vom Durchmesser her, also vom Radius. Das ist super umgesetzt. Aber jetzt kombinieren sie so einen großen, fetten Tensioner, der hier oben übrigens von der Passgenauigkeit auch super drin sitzt. Ne? Also das haben sie schon geil gemacht hier oben. Aber sie kombinieren das Ganze mit einem stinknormalen 0815 Hopper Bucking 60 Shore mit einem Pornobalken hinten runter. Ja, was soll denn das?
Ja, natürlich kann ich sowas hernehmen für 0,25, 0,28. Solche Buckings sind mittlerweile, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt. Also das ist ausbaufähig. Und ja, natürlich aufgrund des CDC-Systems und daher ihr die Patchfläche natürlich mit ordentlich Gewalt einfach mal 2 mm in den Lauf reinpressen könnt. Natürlich bekommt ihr da 0,4er gehoppt mit Ach und Krach, wenn ihr unbedingt wollt. Ihr verliert aber aufgrund der Patchfläche dadurch deutlich mehr Energie wie bei modernen Flat-Hop-Buckings. Also auch hier muss ich sagen, für den Preis 290 € sicherlich auch wieder vom Bucking ausbaufähig. Auch hier einfach ein Maple Leaf reinstopfen, 0,3 Gramm verwenden, langt doch. Ich verstehe es auch nicht, warum man in eine Backup 0,4 Gramm BBs reinstopfen muss. Wollt ihr das als Primary spielen? Ja, okay, aber alles über 1 Joule könnt ihr halt bei uns auf den Spielfeldern vergessen. Dürft ihr so oder so nicht spielen. Und da sind eben 0,28 Gramm für so eine Backup vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, auch ist Bucking rein vom Aufbau, vom Patch her leider ein kleines bisschen veraltet. Das wäre einfach mit einem Maple Leaf auch wieder, gerade in der Kombination von dem Tensioner, wäre das sicherlich auch wieder ein bisschen schöner kombinierbar gewesen. So verliert ihr halt, wenn ihr viel Hop braucht, verliert ihr einfach zu viel Energie im Vergleich zu anderen modernen Hopper-Buckings. Gut Leute, und abschließend lasst uns noch kurz den Frame und das Griffstück ansprechen, wie auch die Abzugsgruppe selbstverständlich. Hier aber wie gesagt nichts Besonderes. Oben am Schlitten oder am Frame haben sie geil gemacht, neu konstruiert, sehr innovativ umgesetzt. Das Griffstück und der Frame sind letztendlich Standard, Standard KJW, zum Beispiel KP06. Bedeutet, der Frame wurde hier letztendlich nur im vorderen Bereich ein kleines bisschen angepasst. Ihr habt hier die Bohrungen oder die Gewinde für diesen Holsteradapter. Ansonsten ganz normal KJW KP06. Das ganze Bauteil ist übrigens aus Zinkguss gefertigt. Hört man hier auch schön. Also komplett aus Zink letztendlich. Die Passgenauigkeit ist aber vollkommen in Ordnung. Auch das Griffstück ist Standard von der KJW KP06. Wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, an diese Struktur muss man sich vielleicht ein kleines bisschen gewöhnen. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es halt nicht. Ist ein bisschen Geschmackssache. Aber die Qualität ist in Ordnung, ist aus Polyamid-Kunststoff und sitzt auch am Frame hervorragend dran. Ihr müsst ein bisschen aufpassen beim Demontieren. Ihr müsst natürlich die Schraube hier lösen, die Schraube lösen und die innere Schraube lösen. Und dann aufpassen, das ist noch so ein kleines bisschen so ein Nut- und Federsystem. Bedeutet nicht einfach nach unten abziehen, sondern die Griffschale ein bisschen auseinanderdrücken, damit es eben zum Lösen geht. Wie gesagt, es ist von der Passgenauigkeit und von der Umsetzung wirklich klasse. Einen kleinen Punkt vielleicht direkt vorweg. Der Hammer wird hier auf der Zinkwelle gelagert. Bedeutet, ihr seht hier hinten, der Zapfen ist komplett mit angegossen. Könnt ihr also nicht irgendwie wegschrauben. Und es ist von der Passgenauigkeit wirklich vielleicht sogar heutzutage ein bisschen zu eng. Bedeutet, der Hammer sitzt hier wirklich hervorragend drauf. Kann natürlich sauber laufen, keine Frage. Wir hatten aber das Thema auch das letzte Mal bei den VFC Langwaffen, bei der 416A5 Gen 3, wie auch bei der BCM. Heutzutage lagert zum Beispiel VFC den Hammer eben nicht passgenau. Bedeutet, er hat hier auf der Welle oder auf der Achse ein bisschen Spiel. Er kann also nicht nur in diese Richtung rotieren, sondern ebenfalls links und rechts ein kleines bisschen rotieren. Dadurch kommt einfach ein bisschen weniger Last auf die Welle bzw. auf die Achse drauf. Aber wie gesagt, das Zeug läuft einwandfrei, hätte vielleicht aber out of the box ein bisschen mehr geschmiert werden können. Bedeutet, ihr seht hier letztendlich ist, ja, hier hinten ist letztendlich alles trocken, genauso wie der Hammer ist komplett trocken und alle anderen Bauteile sind ebenfalls leider trocken. Also ein kleines bisschen Fett hätte definitiv nicht geschadet. So, die Abzugsgruppe ist dann, wie man es von den neueren KJW-Modellen seit 4 Jahren kennt, aus Stahl gefertigt, selbstverständlich. Bedeutet, wie gesagt, schon vor 4 Jahren war das der Fall. Also auch hier ja keine Besonderheit, aber es ist definitiv in Ordnung und ist auch heutzutage in dem Preissegment, wo wir uns hier bewegen, 290 €, ist es eigentlich Standard. Bedeutet, auch bei günstigeren Kniften heutzutage ab 200 € bekommt ihr eigentlich von den meisten Herstellern Stahlteile. Nur WE müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nur WE ist auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen und verbaut sehr häufig noch Zinkguss-Abzugsteile. Nicht ganz so geil, aber hier wie gesagt 290 €. Wäre hier Zink drin gewesen, boah, dann wisst ihr aber, was los gewesen wäre. Nee, Quatsch, also komplett aus Stahl gefertigt, der Hammer komplett aus Stahl, seitlich der Trigger Sear aus Stahl, der Disconnector oder Sear aus Stahl und natürlich auch der Firing Pin, wie man es eben von den neueren KJW-Modellen kennt, komplett aus Stahl gefertigt.
Ist in Ordnung, alle Bauteile laufen schön smooth, aber wie gesagt, ein kleines bisschen Fett hätte definitiv nicht geschadet. So, und zum Schluss ein kleiner Punkt, der mir noch aufgefallen ist bei der Flügelsicherung. Ja, natürlich müssen wir auch ansprechen, wie gesagt im Detail. Flügelsicherung ganz normal links, rechts, wie man es von jeder Highcapper kennt, aber die Arretierung finde ich geil. Bedeutet, hier wird nochmal von KJW wird so ein kleines Teil eingearbeitet, wie so ein Plus, könnt ihr ja vielleicht ein bisschen erkennen. Und das ist eben nicht bei allen Herstellern der Fall. Bedeutet, hier wird es über dieses zusätzliche Bauteil, werden diese beiden Flügelsicherungen, die beiden Hebel, wirklich schön sauber und passgenau miteinander verbunden und haben schön viel Haltekraft. Wenn ihr vielleicht eine WE Highcapper schon etwas länger spielt und die Sicherung häufig verwendet, werdet ihr vielleicht festgestellt haben, dass bei euch die Flügelsicherung auf Dauer sehr viel Spiel bekommt. Denn zum Beispiel bei WE habt ihr hier einfach nur aus Aluminium einfach so ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, es ist einfach so ein kleiner dünner Steg runterwärts und auf der gegenüberliegenden Seite einfach so eine kleine dünne Nut drin. Und dadurch verbiegt einfach auf Dauer, dieses Aluminium. Und dadurch bekommt ihr einfach in die Sicherung relativ viel Spiel rein. Also das finde ich hier bei KJW deutlich schöner umgesetzt. Gut Leute, dann baue ich den Schinken wieder zusammen und wir sehen uns abschließend zum Fazit. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Relativ kompaktes Video zu der Novridge SSP5 in der 4.3er Variante. Und jetzt fürs Fazit habe ich mir auf meinem Spickzettel sehr viele Punkte notiert, die wir einfach nochmal im Detail kurz durchsprechen werden. Gerade wichtig für die Leute, die sich einfach nur das Fazit anschauen, damit ihr wisst, worum es eigentlich ging, die letzte Stunde oder sowas. Also fangen wir mal bei den Pluspunkten an. Was ich jetzt an der SSP5, egal welche Variante ihr euch besorgt, wirklich sehr gut finde, ist eben die neue Konstruktion des gesamten Schlitten bzw. Verschluss an der KJW. Bedeutet, es ist einfach geil konstruiert, da hat sich jemand Gedanken gemacht, es ist wirklich spitze gefertigt, oben CNC gefräst, die äußeren Bauteilen, es ist unheimlich leicht, es ist durchdacht, es ist ein Fixed Barrel drin, es ist ein TDC-System drin, also gesamter obere Bereich neu konstruiert und das auch sehr geil konstruiert. Gefällt mir unheimlich gut, wie gesagt, hat sich jemand Gedanken gemacht und wenn es einfach mal ein bisschen was anderes ist, wie der ganze Standard-Einheitsbrei, dann feiere ich sowas. Natürlich dadurch die Ersatzteilversorgung bedingt möglich, bedeutet natürlich Housing und sowas. Ihr bekommt natürlich nur die Originalteile rein. Aber wie gesagt, neu konstruiert, finde ich geil, gefällt mir, gebe ich einen Pluspunkt. Und eben, das geht mir extra. Auch die äußeren Bauteile von diesem Verschluss oder von dem Schlitten sind eben nicht einfach nur gegossen, sondern vollständig CNC gefräst. Und das merkt man einfach. Das ist eine geile Qualität, das fühlt sich gut an und ist von der Passgenauigkeit hervorragend. Also auch auf die CNC-Teile, auf die äußeren Bauteile gebe ich einen Pluspunkt. Daher wir hier eben jetzt diesen Split-Schlitten haben oder Verschluss haben, habt ihr gesehen, ist das Modell natürlich vom Zyklus her oder vom Repetiervorgang unheimlich schnell und kontrollierbar. Bedeutet natürlich, ihr habt jetzt hier keinen Rückstoß. Ihr habt sehr wenig Masse, die bewegt wird. Kein Rückstoß, dadurch aber deutlich besser zu kontrollieren und natürlich auch deutlich schneller. Bedeutet, wenn ihr da einfach mal am Trigger hängt, das Ding, das repetiert so brutal schnell, da kann eigentlich keine andere Backup wirklich gut mithalten. Gut, eine Marui mit einem Kunststoffschlitten oder mit einem Kunststoffverschluss, die sind auch sehr schnell vom Zyklus, aber hier habt ihr halt alles aus Alu und ist trotzdem sehr zackig. Also sehr schnelles System, gebe ich einen Pluspunkt dafür. Dann der nächste Pluspunkt auf der Liste, die Möglichkeit hier vorne direkt integriert ein Leuchtpunktvisier zu verbauen. Das gebe ich als Pluspunkt. Es gibt auch ein bisschen was Kritisches drüber, denn mir ist es nicht möglich herauszufinden, was ist denn das für ein Footprint, also was für Leuchtpunktvisiere passen denn da rein. Ich finde es aber schön, dass man eben dran gedacht hat und nicht hier hinten jetzt drauf, sondern hier vorne schön integriert, schön eingesenkt das Ganze, geil umgesetzt und gebe ich auch einen Pluspunkt dafür. Und wie gesagt, was da jetzt alles für Leuchtpunktvisiere drauf passen, weiß ich leider nicht, denn ich habe die Montage oder diese Adapterplatte habe ich leider nicht. Wenn jetzt ein stinknormales RMR drauf passt mit einem Bohrungsabstand von 19,2 mm M3 Gewinde, dann wäre das eine super Sache. Wenn jetzt aber wirklich nur dieses Micro V3 reinpasst, was leider mit 130 € doch sehr teuer ist, muss ich sagen, dann ist es wiederum nicht ganz so geil.
Bisschen schade, wie gesagt, da könnte man vielleicht auf der Website noch ein bisschen ergänzen, was da jetzt kompatibel ist, was für Bohrungsabstände oder was für Maße habe ich denn, was passt denn alles. Denn wie gesagt, so RMR-Klone bekommt man bei Ali ab 25 Euro. Aber wie gesagt, schön dran gedacht, schön versenkt hier die Montagevorrichtung für Leuchtpunktvisiere. Dann natürlich bei dem Preis 290 Euro wäre es natürlich schwach gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Aber die gesamte Abzugsgruppe natürlich, wie bei den neueren KJW-Modellen, komplett aus Stahl gefertigt. Wie gesagt, wäre das aus Zink gewesen, dann hätten wir jetzt hier ganz schön rummeckern müssen. Ist nicht der Fall. Wie gesagt, wie bei den anderen KJW Pro-Modellen war das, glaube ich, alles komplett aus Stahl gefertigt. Finde ich gut, gebe ich auch einen Pluspunkt. Aber auch hier wieder kurz darauf zurückzukommen, das bekommt man heutzutage auch bei einer Backup für 180 bis 200 Euro. Hat man auch schon Stahlteile drin. Also hier geil, aber nichts Besonderes oder nicht einzigartig. Lassen wir es mal dabei. Aber wie gesagt, gebe ich einen Pluspunkt. Und der letzte Pluspunkt, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist eben das TDC-System mit 2 mm Inbusschlüssel. Ihr müsst nicht zum Hop-Up einstellen, den ganzen Verschluss runter machen und dann mit dem Fingernagel das Rädchen da innen drin weiterdrehen, bitte installieren, zusammenbauen. Nein, ihr stellt das Ganze ganz bequem mit dem 2 mm Inbus von außen ein und es funktioniert einfach tadellos. Die Schussergebnisse sind zwar nicht besser wie bei anderen Backups, aber es lässt sich einfach geil und benutzerfreundlich einstellen. Gebe ich einen Pluspunkt, TDC-System. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei dem TDC-System sind, gebe ich eben einen Neutralpunkt, wie gerade schon angesprochen, auf das Thema Hop-Up selbst. Denn ja, es lässt sich super einstellen, keine Frage. Der Hop selbst ist aber wie bei jeder anderen Backup auch. Also es ist ein ganz normales, stinknormales 0815 Hop-Up-Bucking drin, vermutlich auch von KJW, bloß in einer anderen Farbe. Wie gesagt, macht nichts besser, aber auch nichts Schlechtes wie Standard-Hop-Up-Systeme. Geil zum Einstellen, aber der Hop selbst, die Streuung, wie gesagt, vergleichbar mit allen anderen. Hätte man vielleicht ein Flat-Hop-System einbauen können, dann wäre es vielleicht sogar der Fall gewesen, dass wir mit schweren BBs nicht zu viel Energie verlieren. Denn genau das ist eben mit einem Standard-Bucking der Fall. Ihr könnt es von außen sauber einstellen, wenn ihr aber vom Kugelgewicht zu hoch geht, dann müsst ihr zu viel Hop drauf geben, da die Patchfläche einfach zu klein ist und dann verliert ihr aufgrund der Bremswirkung vom Bucking zu viel Energie. Also wenn ihr dann 0,32 oder 0,36 hoppen wollt, dann seid ihr halt bloß noch bei 0,6 Joule. Das geht mit modernen Flat-Hop-Buckings, geht es meistens ein bisschen besser, beziehungsweise ihr verliert weniger Energie dadurch. Also Hopper-Bucking könnte man, wenn es unbedingt nötig ist, tauschen. Da es eine Backup ist und man so ein Ding meistens in Gebäuden spielt oder Close Range spielt, könnt ihr es auch einfach drin lassen letztendlich. Also erster Neutralpunkt Bucking. Der nächste Neutralpunkt ist leider die Gaseffizienz. Wenn wir jetzt diese High Kappa mit anderen High Kappas vergleichen, die einen vollen Verschluss drauf haben, die einen hohen Rückstoß haben, die deutlich stärker knallen, ist die Gaseffizienz leider schlecht. Beziehungsweise ich hätte eigentlich erwartet, aufgrund dieses sehr leichten Systems, dass man hier locker, sage ich mal, 100, 120 Schuss rausbekommt. Und genau das ist nicht der Fall. Also wo ich bei einer Army oder bei einer WE 80 Schuss, bei einer Army bis zu 100 Schuss mit einer Gasfüllung rausbekomme, bin ich hier gerade mal bei 60 Schuss oder 63 Schuss, obwohl wir so ein ultra leichtes System haben. Also da muss ich sagen, da wäre definitiv beim Thema Effizienz deutlich mehr gegangen. Meiner Meinung nach wurde auch das Inner Valve oder die Schließfeder vom Inner Valve nicht auf die Lauflänge angepasst. Bedeutet, wir drücken viel zu viel Gas in den Lauf rein, was wir überhaupt nicht benötigen. Dadurch verlässt die Kugel bereits den Lauf. Es strömt aber immer noch Gas hinterher. Und auch der Pistonhead könnte man sogar als extra Neutralpunkt geben, denn der ist von KJW leider noch nie sonderlich gut gewesen. Bedeutet, wenn der zu kalt wird, der ist von Haus aus, ist das schon ein sehr harter Gummi. Und wenn der dann recht kalt wird oder ihr viel triggert, dann wird das Ding so hart und dichtet leider nicht mehr so geil ab. Also das sind heutzutage moderne Pistonheads, sind hier deutlich besser, vielleicht mit Ventilation oder sowas. Würde ich mir vielleicht überlegen, dass ich mir vielleicht einen von Leylex oder sowas installiere. Also Gaseffizienz und auch Pistonhead gebe ich als Neutralpunkt. So Leute, und jetzt muss es ein bisschen ausführlicher werden, denn jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten und da habe ich 3 Stück. Das meiste ist ein bisschen technisch und wird dem Spieler selbst eigentlich wenig interessieren, aber ich gebe den ersten Kritikpunkt
auf die Laufarretierung. Bedeutet, wir haben hier wirklich nur ein Aluminiumröhrchen drin und wer sich ein bisschen auskennt, Alu ist ein sehr weiches Material oder ein sehr weiches Metall. Dann habt ihr den Durchmesser nochmal reduziert mit einer Nut und dann fixiert ihr das ganze System einfach nur mit einem Gewindestift. Bedeutet, ihr knallt in die Nut aufs Alu einfach unten mit dem Gewindestift dagegen. Und das ist die schlechtmöglichste Möglichkeit, einen Lauf zu arretieren. Das war schon bei den ganzen TNT-Systemen damals für die SRS, für die Silverback-Modelle. Wer die Hop-Up-Kammern vielleicht kennt, war auch schon der Fall. Da hat man sich sogar die Edelstahlläufe verdrückt, weil es mit dem Gewindestift gepresst wird. Also das finde ich schlecht. Dementsprechend, wer mal ein verschlissenes Hopper-Bucking tauschen muss, passt unbedingt auf diesen kleinen blöden Gewindestift auf. Schraubt den auf keinen Fall mit Gewalt rein. Ganz, ganz leicht, butterweich, handfest, fertig. Ansonsten verdrückt ihr sofort das Aluröhrchen, der Lauf ist kaputt, ihr könnt ihn rausschmeißen. Also das wäre meiner Meinung nach besser gegangen, Laufarretierung. So, und dann sind wir nochmal bei einem Punkt Arretierung. Und auch dieses Modell wird natürlich bei Norwich auf der Webseite, müsst ihr euch die Tabelle anschauen. Ihr dürft bei warmen Temperaturen kein zu starkes Gas und auf keinen Fall CO2 verwenden. Denn ich finde, die Konstruktion hier oben ist mega geil umgesetzt, aber die Arretierung vom Housing oder der Übergang von Housing zum Verschluss selbst hängt nur an dieser kleinen Schraube hier oben von der Kimme dran. Bedeutet, wenn ihr diese kleine Minischraube rausschraubt, geht das gesamte Nozzle-Housing nach hinten raus. Und hier auf diese Schraube kommt die gesamte Last drauf. Bedeutet, der ganze Druck, der sich in der Nozzle aufbaut und letztendlich die Schließfeder oder die Recoil Spring vorne komprimiert, das hängt alles nur auf der Schraube drauf. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da hätte man eben oben nochmal mit einem Nut- und Federsystem arbeiten können, damit einfach nicht die ganze Last nur auf diese eine Schraube drauf kommt. Wie gesagt, geil konstruiert. Ich feiere den oberen Bereich, aber die Arretierung hinten hätte man sicherlich noch ein bisschen schöner oder haltbarer konstruieren können. Dementsprechend übertreibt es nicht mit eurem Gas. Also auf keinen Fall Red Gas bei 25 Grad oder so, sonst haut ihr euch das Ding kaputt. So, und der letzte Kritikpunkt, und den muss ich leider geben, es wird angegeben 6,01 mm Innenlauf. Das ist aber alles andere wie ein 601er. Also es ist ein Aluröhrchen von KJW mit 606, 6,07 mm. Auf keinen Fall ein 601er. Ist also in der Artikelbeschreibung leider falsch oder wird vielleicht sogar falsch beworben. Vermutlich, ich weiß es nicht, vielleicht hat KJW irgendwie Mist gebaut und hat einen falschen Lauf reingebaut oder es gab irgendwie keine Eingangskontrolle von Norwich oder sowas. Wie gesagt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei meinem Modell 606, 607, ich habe es euch gezeigt, wir haben ihn rausgemessen, kein 601er verbaut, obwohl es angegeben wird. So Leute, abschließend, Preis-Leistungs-Verhältnis nehme ich nicht extra mit auf, denn das Modell kostet 290 € und hat gewisse Dinge, die ich unheimlich feiere. Wie gesagt, ich finde gerade hier im oberen Bereich die ganze Konstruktion, die Hop-Up-Kammer, wie sie alles miteinander verbunden und konstruiert haben, schön gefräst. Da sind die 290 € sind dafür in Ordnung. Wie gesagt, es ist von der Qualität her wirklich klasse. Können wir nicht meckern. Sie kommt aus Taiwan, sie kommt von KJW. Das kostet halt einfach Geld, muss man sagen. Ein bisschen teuer. Liebhaber oder wer einfach dieses Schnelle feiert und wer ein sehr ruhiges System haben möchte, der ist ja auf jeden Fall bedient. Wer sich einen Standard-Backup für 200 € kauft, der kommt damit genauso zurecht. Aber wie gesagt, großer Vorteil TDC-System und eben das schnelle System. Wenn ihr darauf eben Wert legt und unbedingt das haben möchtet, dann müsst ihr halt sehr tief in die Tasche greifen. Wie gesagt, die Qualität ist in Ordnung, ist klasse, können wir nicht meckern. Es gibt aber halt auch Backups für 180, 200 €, zum Beispiel eine Glock 45 oder sowas, die performen letztendlich genauso. Ihr könnt genauso gut damit schießen. Gaseffizienz ist teilweise sogar noch ein kleines bisschen besser bei den Glock-Modellen und ihr bezahlt halt ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, wem das Modell gefällt, wer so einen Schlitten haben oder so einen Verschluss haben möchte, zweigeteilt mit TDC, muss tief in die Tasche greifen, aber ich denke, es ist in Ordnung. Wie gesagt, wenn ihr woanders so einen Schlitten sucht oder so einen Verschluss, der CNC gefräst ist, ja, das kostet halt einfach einen Haufen Geld, das Zeug, muss man sagen. Also nee, ist in Ordnung, aber halt ein bisschen teuer.
So Leute, spielt ihr schon länger eine SSP5? Möchtet ihr zu diesem Review irgendetwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Oder habt ihr vielleicht mit eurer irgendwelche Probleme? Oder sagt, nee, meine läuft, keine Ahnung, seit einem Jahr ohne irgendwas? Jederzeit euer Fazit, eure Meinung, eure Fragen über ins Kommentarfeld unten reinhauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht ein Like, ein Abo und eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.